Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sicherlich hört, ist alles noch so ein bisschen bescheiden, was meine gesundheitliche Performance angeht. Aber es gibt was zu feiern und deswegen gibt es natürlich auch ein Video dazu. Ich meine, wer uns folgt oder wer mir folgt in den sozialen Medien, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir haben mit unserem Geodet-Miner jetzt 2 Jahre erreicht. Das heißt, unsere Geodet-Station ist 2 Jahre alt geworden. Und das ist natürlich richtig, richtig cool. Und ich muss auch dazu sagen, GeoDNet ist eins mit der Deepin-Projekte, was so ziemlich mit schnellsten Return on Invest hat und was ich auch relativ cool finde, auch was das macht, weil bei GeoDNet ist das alles relativ oder es ist transparent. Man weiß, was man tut mit seiner Satellitenschüssel, in Anführungsstrichen, die man sich aufs Dach baut. Ja, für alle, die Geodner noch nicht kennen, das ist halt eben also das größte RTK-Netzwerk der Welt. Das heißt, überall auf der Welt gibt es Stationen, also quasi auf der Erde wie bei uns auf dem Dach. Das heißt, man gibt quasi den ganzen Netzwerk quasi einen Stützpunkt, einen Anker, je nachdem, wie man es bezeichnen mag, auf der Erde. Das Ganze ist natürlich etwas komplexer, deswegen versuche ich euch das so ein bisschen einfacher letztendlich zu erklären, ja, wie das Ganze funktioniert, was es ist. Ihr seht auch nochmal hier, wie das Ganze ist. Also ihr seht hier, insgesamt sind 6705 Miner aktuell im Einsatz in 3771 Städten, 136 Ländern und so weiter und so fort. Ich zeige euch auch gleich nochmal letztendlich, wie das aussieht, beziehungsweise wie das Ganze auch letztendlich so ein bisschen funktioniert. Aber wer sich da mal richtig reinlesen mag in die Geschichte, geodnet.com ist die Seite, die offizielle. Ich habe es mit einem Rechtsklick hier im Browser auf Deutsch übersetzt, damit es für euch ein bisschen einfacher ist. Ansonsten, wir haben bei uns noch eine Playlist, was Geodnet angeht. Das wird jetzt, also 20 Videos haben wir schon drin. Das heißt, wir haben einen Jahresrückblick 2023 gemacht. Es gab eine Weihnachtsaktion, Staking. Vor einem Jahr haben wir schon mal ein Video gemacht über unsere Einnahmenerfahrung. Dann zum Location NFT, was ihr dazu wissen müsst. Eine Geodnet-Anleitung Schritt für Schritt haben wir bei uns auf dem Kanal. Wir haben allerdings die Info bekommen, da hat sich ein bisschen was geändert. Da müsst ihr halt eben mal bei Geodnet direkt in Discord gucken. Wir haben ein Triple Band Update gemacht, weil wo wir mit Geodnet eingestiegen sind, war nur Dual Band. Das heißt, wir haben quasi uns eine PCI Express Karte gekauft, in die Miner eingebaut. Hier gibt es nochmal Informationen zu den NFTs, Location NFT und Rolling Reward Rate. Das heißt, wir erklären, also ich erkläre eigentlich fast alles, was ihr letztendlich wissen müsst. Hier Geodnet an Metamask-Ständen. Hier 100% Treu hatte ich ja euch auch schon mal mitgeteilt. Genau, 125 starke Einnahmen. Geodnet kurz erklärt, was es ist. Auszahlung, Umwandel, Bitcoin. Also wir haben einiges an Videos bei uns auf dem Kanal rund um das Thema Geodnet. Und wie gesagt, ja, wir haben jetzt 2 Jahre erreicht. Wir können ja mal ins Dashboard rüberspringen. Ihr seht quasi hier unsere Miner bzw. unsere Station. Das heißt, hier seht ihr mal unsere Rewards Today. Also bis jetzt in 16 Stunden haben wir 32 Geodnet bekommen. Ihr seht hier noch mal unsere Total Online Time, 730 Tage, 23 Stunden, 54 Minuten. Das sind, wenn man es grob hochrechnet, so ziemlich genau oder halt eben grob gesagt 2 Jahre. Und wir haben in diesen 2 Jahren insgesamt 42.439 Token distributed bekommen. Das heißt auf unserem Metamask-Account. Und wir gucken jetzt auch mal, was das Ganze wert ist. Ich habe das schon mal aufgerufen hier bei CoinMarketCap. Ihr seht, aktuell ist der Kurs bei 16 Cent. Das heißt, wenn wir jetzt unsere ganzen 42.000 Token hier mal reinkopieren, da sind wir aktuell bei einem Wert von 7.110. Das wäre jetzt natürlich der Wert, wenn wir bis zu diesem Zeitpunkt alles gehalten hätten. Allerdings ist es so, dass man natürlich auch mal ein bisschen handeln muss mit dem ganzen Kram. Ihr seht ja mal, wo der Kurs war. Und wer halt eben hier in diesem Bereich nicht verkauft hat, ist in Anführungsstrichen selber schuld. Also selber schuld ist nicht ganz richtig. Hier geht natürlich auch Hoddeln. Ich bin der Meinung, dass der Kurs nach oben geht. Aber ich sag mal, solche Spitzen, da muss man auch mal ein bisschen Profit mitnehmen. Aber ich denke, das ist jeder klar und jeder hat halt eben seine eigene Strategie dazu. Und wenn ihr auch mal seht, letztendlich, wie es der Kurs entwickelt hat, das heißt, das wäre Gewinn jetzt sozusagen.
Natürlich läuft das bei uns schon seit Jahren und ihr seht auch, wir haben auch schon verkauft oder ich habe verkauft, wo auch der Kurs niedriger war. Ihr seht aber trotzdem, hier war eine Steigerung drin. Und besonders hat sich das ergeben nach dem letzten Halving. Ihr wisst, am 30.06., das heißt, sind es noch 3 Wochen, knapp 3 Wochen, findet das nächste Halving statt. Das heißt, ihr seht auch hier, dass nach dem Halving es einfach nur bergauf ging. Geodnet hat auch Kunden für ihre Daten. Das bedeutet, hier ist definitiv noch eine Steigerung drin. Wie hoch, keine Ahnung. Aber halt eben, das Halving hat stattgefunden. Es wird auch dieses Jahr stattfinden. Das heißt nochmal für alle, die jetzt quasi frisch einsteigen. Aktuell gibt es 48 Geodnet-Token am Tag für eure Rewards. Das heißt, ihr bekommt momentan 8,04 € am Tag und das finde ich eigentlich richtig gut. Ja, sicherlich, Station kostet mittlerweile 850 €, aber halt eben 8 € am Tag haben oder nicht. Rechnet das auf den Monat hoch, das sind 240 € aktuell noch. Nach dem Halving sind es 24. Das heißt, ab 30.06. bzw. 1.07. sind es nur noch 4,02 €. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Kurs nach oben geht. Also nach dem letzten Halving ist auch der Kurs nach oben gegeben. Und ihr seht hier, wir haben aktuell 16 Cent. Wenn wir wieder 30 Cent erreichen, seid ihr mit den 24 Cent auch bei 8 €. Und ich sage es mal so, fast kein anderes Deepin oder zumindest das, was wir im Einsatz haben, kommt an diese Zahlen ran. Also das hat sich definitiv gelohnt für uns und auch für viele, die später eingestiegen, hat es sich immer noch gelohnt. Und ich sage mal, der Chart spricht letztendlich auch für sich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Geodnet als Kurs nochmal so weit nach unten geht. Ja, genau. Kommen wir noch mal kurz auf das Thema, wo bekommt ihr so einen Miner her und so weiter und so fort. Ich werde das jetzt noch mal umswitchen, da ist es ein bisschen besser. Wenn ihr auf die Seite Geodnet geht, klickt ihr hier oben auf Buy a Miner. Da werdet ihr auf Hifix weitergeleitet. Also ich habe auch damals meinen Miner hier gekauft. Der hat allerdings nur 450 $ gekostet. Ich war ja mit einem Early Bird und einer von den ersten 10 oder 20 Leuten in Deutschland überhaupt, die eine Geodnet-Station aufs Dach geschraubt haben. War auch eine sehr interessante Geschichte. Findet ihr auch in eins von den Videos. Da klettern wir oben auf Dach. Da zeige ich euch das auch mal, wie das bei uns aussieht. Ich meine, jeder kann selbst entscheiden, wie er das Ding installiert. Hier seht ihr das nochmal. Und hier findet ihr auf der Seite Verteiler quasi, also Distributor in eurer Nähe. Also Empfehlung von mir ist zum Beispiel easynuv.xyz. Mit einem Gutscheincode CryptoStars kriegt ihr nochmal 75 $ Rabatt. Also wie gesagt, easynuv.xyz, 75 $ Rabatt mit dem Code CryptoStars, relativ einfach. Und wir haben auch von Cryship, viele von euch haben auch bei Cryship bestellt, haben auch relativ gute Erfahrungen mit dem Online-Shop gemacht. Ist auch hier für Deutschland zuständig. Das heißt, kommt zu euch, ohne dass ihr noch eine Einfuhrumsatzsteuer oder sämtliche Steuern dazu zahlen müsst. Aber preistechnisch, wir können ja mal gucken, wie es aktuell liegt. Genau, ich muss mal ganz kurz gucken. Müssen wir mal hier die Cookies noch akzeptieren. Was haben wir hier für einen Preis? 739 €. Da kommt halt eben noch der Versand und Handling dazu. Das heißt, im Schnitt seid ihr in Anführungsstrichen mit 850 € dabei. Also der Miner ist nicht gerade günstig und die Grundvoraussetzungen sind natürlich auch, dass ihr die Möglichkeit habt, eine Dachinstallation durchführen zu können oder halt eben irgendwo eine Terrasse, Balkon, wo der Miner, also quasi die GPS-Antenne nach oben freie Sicht hat, um so viele Satelliten wie möglich quasi ins Auge zu bekommen. Ja, weil die Anzahl der Satelliten ist halt eben auch entscheidend, wie eure Rewards letztendlich aussehen. Ja, wir springen nochmal hier rein. Wir können ja nochmal den Miner von mir anzeigen lassen. Ihr seht hier quasi nochmal die Map und ich teile mir mein Hexagon mit noch einer Geodnet-Station. Grüße gehen raus an Robby. Robby war auch schon mal ein paar Mal hier bei mir gewesen. Das ist quasi Nachbar, beziehungsweise wohnt nicht weit weg von hier. Er ist quasi auch für unseren Kanal auf diese Geodnet gestoßen. Wir haben uns halt eben da mal geschrieben, dann war er einfach mal hier, wir haben mal ein Käffchen getrunken. Wer mal Bock auf einen Plausch hat, hier irgendwo aus der Nähe kommt, schreibt mir einfach E-Mail oder über soziale Medien. Bin ich relativ offen. Ja, ihr seht halt eben hier Miners, das ist jetzt quasi mein Miner. Ihr seht hier nochmal die totale Online-Zeit, 730 Tage. Hier seht ihr die Rolling Reward Rates, die sich halt eben zusammensetzt aus Online-Zeit,
seid ihr die ganze Zeit online? Wie viele Satelliten bekommt ihr hier rein? Ihr habt sie gerade eben gesehen, jetzt ist es wieder umgesprungen. Wir kriegen quasi 41 von 43 rein. Ich gucke nochmal, das nochmal aktualisieren, dass wir hier nochmal Informationen reinkriegen. Ja, es wird dieser typische Vorführeffekt. Ihr habt es sicherlich eben gesehen. Und hier unten seht ihr auch nochmal quasi die stündliche Online-Zeit und auch die Reward-Rate. Das heißt, ihr bekommt auch nur die Rewards, wenn ihr halt eben die ganze Zeit online seid. Und ihr seht halt eben hier das Location-NFT, was wir bekommen haben, beziehungsweise alle, die mit uns damals eingestiegen sind, NFT. Und ja, so sieht letztendlich das Ganze aus. Ein bisschen was gestaked haben wir auch. Da müsste ich aber jetzt Wallet verbinden. Auch relativ interessante Geschichte. Gibt auf jeden Fall 10% Return und Invest. Da werden wir auf jeden Fall mal schauen, wenn unser Staking abgeschlossen ist, wie es aussieht. Wir können eigentlich mal ja, hier sehen wir es zum Beispiel. Das heißt, war glaube ich Luxemburg irgendwo, haben wir uns reingekauft. Das heißt, für 2000 GeoDNet-Token gibt es halt eben 10%. Also das war die alte Charge sozusagen. Und hier seht ihr halt dementsprechend 200 gibt es dazu. Das heißt, am 18.12.2024, also ziemlich genau ein Jahr danach, werden mir 2200 GeoDNet-Token ausgezahlt. Also das ist halt eben das Staking. Und das finde ich halt eben eine relativ coole Geschichte. Und da bin ich mal gespannt, wie Ende des Jahres der GeoDNet-Token aussieht nach aktuellen Kurs. Wir können ja mal gucken, was die 2200 sind. Das sind aktuell 368,71. Bezahlt habe ich für die 2000. Wann haben wir gestaked? Letztes Jahr im Dezember. Genau, also am 18.12.23 gestaked. Ich glaube, ich habe $60 oder irgendwas investiert. Können ja mal just for fun gucken. Wenn man das jetzt mal so sieht, was haben wir gesagt? Was haben wir hier für ein Datum? 18.12. Genau. Hier, da seht ihr, 18.12. Da lag der Preis pro GeoDNet bei, sagen wir mal, 8 Cent. Ja, das mal 2000. Also es war auf jeden Fall nicht viel, was man da oder was ich da letztendlich investiert habe. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das läuft. Also, summa summarum, GeoDNet, eines der besten DeepIn-Projekte, wo wir eingestiegen sind, beziehungsweise ich bin der Meinung, es lohnt sich immer noch, weil ich halt eben hier extremes Potenzial sehe, was den Kurs angeht. Und GeoDNet ist halt eben kein totes Projekt. GeoDNet hat Kunden. Es gibt Leute, die RTK-Daten kaufen und die Kunden werden immer mehr. Das heißt, auch andere RTK-Projekte werden auch noch ihren Aufstieg erleben, gehe ich mal von aus. Und ja, sicherlich, meiner ist relativ teuer, aber es ist halt eben so, große Projekte kosten halt eben auch Geld. Und was halt eben hier richtig gut ist, ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob es irgendwo verlinkt ist. Auf jeden Fall, es gibt eine starke Discord-Community. Das heißt, in der Discord-Community findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Ich gucke mal, bin ja eigentlich drin abgemeldet, aber ich zeige es euch bei Gelegenheit nochmal im Discord. Ist eine wirklich starke Community, wo ihr halt eben reinspringen könnt. Da gibt es auch einen deutschsprachigen Channel, da werden euch alle Fragen beantwortet. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wahrscheinlich wieder zu viel geschwafelt, was das Thema angeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.